Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Manche von euch werden Generation 13, 14, 15 und 16 auf einen Schlag bekommen, deshalb für euch ganz wichtig, worauf habt ihr zu achten, welche Helden sind für euch wirklich im Fokus, welche solltet ihr auf jeden Fall machen. Dazu kommt diese leider elendige, für alle, die ja bei Generation 16 bereits sind und 13, 14, 15 Monate lang hatten, Variante von Race Casino. Denn, wie schon mal erwähnt, ihr bekommt hier nur 28 Fragmente von Generation 16 und das ist nicht sonderlich viel, weil ihr braucht 80, um einen Helden auf das lila Gehirn zu bekommen, aber das jetzt nur mal am Rande. Dazu bekommen wir diese Boxen und in diesen Boxen bekommen wir anteilig nicht alle Helden von Generation 13, 14, 15 und 16. Zum Beispiel bei Generation 15 fehlt Robert, bei Generation 14 fehlt Trish und bei Generation 13 fehlt Lucky. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn gucken wir uns mal an, wer für euch wirklich relevant sein könnte. Für Generation 13 aus gesehen ist es, ihr seht das bei mir schon, Nicola definitiv und Maddie. Das sind die, auf die ihr euch wirklich konzentrieren solltet aus Generation 13. Lucky ist eher so, naja, nice to have, aber nicht wirklich der super starke Jägerheld. Bei Generation 14 wird es richtig hart, weil im Endeffekt, naja, ihr nehmt Jeb, weil wenn ihr Dylan auf Level 4 habt und seine Limitless-Fähigkeiten freigeschaltet habt, dann könnt ihr damit arbeiten. Aber ansonsten ist Jeb ganz okay, aber eher würde ich mit Dylan arbeiten. Das gleiche gilt für Wolfie. Wolfie ist okay. Für Explorer ist der ganz gut, also für die Erkundung. Aber eigentlich ist er nur wirklich gut, wenn ihr dazu Olli nutzt und auch den mindestens auf Level 4 habt und auch hier wiederum die Limitless-Fähigkeiten boostet. Das heißt, für Free-to-Play-Player Generation 14 könnt ihr mehr oder minder auslassen. Nun, ihr habt jetzt einen Infanterieheld mit Nicola, Maddie, die auch Free-to-Play-Player freundlich sind, denn wir haben damals die Fragmente. Und ja, ich weiß, ihr startet beim blauen Gehirn von neuem, aber ihr bekommt, wenn ihr die ganzen Sachen fortschreitet, wenn ihr weiterentwickelt und Co., bekommt ihr Fragmente von denen wieder und könnt damit wiederum die Skills verbessern. Dazu verlinke ich euch auch im Video mein Video zu Generation 13. So, jetzt die große Frage, naja, ihr habt einen Infanterieheld, ihr habt einen Fahrerheld und ihr seht schon, was euer Generation 15 Held sein wird, auf den ihr euch fokussiert. Das ist nämlich Carlos. Carlos ist ein super starker Jägerheld. Jetzt haben wir was aus Generation 13, 14 und 15. Jetzt gucken wir uns doch an, was ist denn bei Generation 16 so relevant so. Und da ist definitiv die ihr als erstes pushen sollte, das ist Lan. Und als zweites, das habe ich im Video zu der Generation im Englischen schon klar gemacht, das ist dann Chukon. Marcos könnt ihr erstmal ignorieren. Ich werde auch noch ein Upgrade-Guide auf Deutsch für die Generation 16 machen, aber das ist definitiv, sobald ihr Lan habt, könnt ihr Maddie austauschen, aber ihr solltet sie natürlich auf einem starken Niveau haben, ansonsten, wenn ihr noch beim blauen Gehirn seid, macht es keinen Sinn, die auszutauschen. Das soweit für die Cross-Generation, das als Empfehlung, welche Helden ihr dort nutzen könntet.